Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Easy und bevor ich beginne, möchte ich gleich darauf hinweisen, dass ich bei diesem Video englische Untertitel hinterlegt habe, so dass wenn Deutsch nicht eure Muttersprache, also nicht eure Sprache ist, dann könnt ihr gern die englischen Untertitel jetzt aktivieren. So, if you want, you can just activate the English subtitles now. Ja, in diesem Video möchte ich für das Publizieren im wissenschaftlichen Bereich ein paar hilfreiche Tipps geben. Es sind eigentlich nur ein, zwei, aber die meines Erachtens sehr wichtig sind. Und zwar das Publizieren, egal ob es jetzt ein Research Paper oder eine Thesis oder ein Sammelwerk oder sonst was ist, es geht ja letztlich immer darum, dass man auch das Peer-Reviewed Verfahren besteht. Natürlich speziell jetzt bei den Research Papern. Und kann natürlich auch ein Literature Review sein, das ist klar. Aber im Prinzip geht es darum, man muss ja das Peer-Reviewed-Verfahren bestehen. Und wenn diese Editoren, die dort im Einsatz sind, oder man könnte auch sagen die Gutachter, es nicht für angemessen halten, dieses Paper zu akzeptieren, dann kann man selber noch so überzeugt davon sein, dass es gut ist und alles passt, aber es wird nicht angenommen werden. Und im Laufe der Zeit habe ich mich mit vielen Rückmeldungen auch beschäftigt von Wissenschaftlern, die damit auch Erfahrung haben. Und da geht es um einen wichtigen Punkt. Wenn man ein Research Paper schreibt zu einem gewissen Thema, dann plant man ja auch ein bestimmtes Journal, bei dem man sich bewerben möchte. Und nachdem man ja nicht gleichzeitig in mehreren Journals publizieren darf oder nicht einmal einreichen darf, ist es so, dass man sich hier auf ein Journal im Vorfeld schon konzentriert. Und auf dieses Journal zielt alles ab zu diesem Zeitpunkt. Und wenn ich jetzt auch die Formatvorlagen natürlich muss ich beachten, was dieses Journal fordert. Da gibt es dann, werde ich ein eigenes Video machen, da gibt es auch ein tolles Programm, dieses SCI, mit dem man dann für jedes Journal auch die richtige Formatvorlage hat. Auch wenn man es vorher im Word geschrieben hat, wird es dann umgewandelt. Aber worauf ich hinaus will, ist, man muss sich dann voll auf dieses eine Journal einstellen. Und nicht nur was das Format betrifft, wie gesagt, sondern auch was den Inhalt des Papers betrifft. Und da kann ich nur empfehlen, und das sagen auch andere Wissenschaftler, dass man möglichst eine gewisse Anzahl an Publikationen, und zwar, dass doch eine gewisse Anzahl an Quellen, die man in dem Research Paper verwendet, aus diesem Journal stammen. Ja? Dass das Journal mit der Thematik zusammenhängt, über die ich schreibe gerade, ist logisch, weil sonst würde das ja nicht zusammenpassen. Aber worauf ich hinaus will, ist, achtet darauf, dass ihr nicht nur ein Paper schreibt mit den recherchierten Quellen, die ihr glaubt, dass die passen, und dann bewerbt ihr euch bei einem Journal und habt letztlich kein einziges Werk aus diesem Journal bei euch zitiert. Ja? Und das ist schlecht, weil man muss auch immer den wirtschaftlichen Gedanken dabei haben. Ein Journal will ja auch wirtschaftlich gut dastehen, will sich auch weiterentwickeln, und das ist vor allem dann förderlich, wenn es oft zitiert wird. Ja, wenn diese Leute, die hier publiziert haben, oft erwähnt werden, eine hohe Zitationsrate haben. Und wenn ich jetzt also darauf abziele, das Review-Verfahren dort zu bestehen und dort zu publizieren,
dann ist man gut beraten, doch einige Zitate von Quellen zu nehmen, die bereits in diesem Journal zitiert haben. Von wann? Naja, das hängt davon ab vom Thema, aber wie wir wissen, es muss ja aktuell sein, das heißt, es werden überwiegend Quellen sein aus den letzten 5 Jahren, also von dem Journal, weil das ja aktuell ist. Natürlich, Grundlagenliteratur, aber die wird eher hier nicht zu finden sein, weil das dann doch eher Monographien oder so sind. Deswegen werden es Journals sein, ganz unterschiedlich aus dem letzten Jahr, aus dem vorletzten, aber maximal eben 5 Jahre. Ja, ich hoffe, dass das doch ein wichtiger Tipp für euch ist und wünsche euch gutes Gelingen beim Publizieren. Euer Dr. Easy.